12 Minuten 15. Da habe ich ja letzte Folge was angerichtet. Eieiei. Nochmal Entschuldigung dafür. Äh, Gott. Ja, ich hasse Sumeru echt. Ich habe noch mal geguckt. Wirklich, du kurz. Was sind eigentlich die Gründe, warum andere Leute Nahida so mögen? Ich konnte nur finden, dass Nahida halt die beste Dendro-Charakterin ist. Ja. Wahrscheinlich vergessen die Leute deshalb ihre Backstory. Weil ihre Backstory halt sie zu einem der unsympathischsten Charaktere macht. Aber man spielt nun mal nicht gerne mit unsympathischen Charakteren. Ja. That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the Opera House and help Navia. Ja. Meine ich das nur oder ist die Auflösung gerade ein bisschen blurry? Komisch. Ja. What's all this? Aw, it's a bunch of really cute things. Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Hier stehen sogar Namen drauf. Oh, Paimon sees it too, but why are all these cute things labeled with different girls' names? Weil sie vermutlich den Opfern der vermissten Fälle gehörten. Huh? You mean the girls from the serial disappearances? They were brought here? And then they were turned into water. And all the boxes of things. These names. That means... Oh, this is terrible. Ja. Diese Kisten wurden tief im Hauptquartier entdeckt und sind mit dem Namen ihres Besitzers versehen. Die Namen hier stehen eindeutig im Zusammenhang mit den Opfern des massenhaften Verschwindens der Mädchen. Dies könnte ein Beweis dafür sein, dass dieser Ort ihre letzte Station war. Und wenn nicht, dann wurden sie halt woanders zu Wasser und dort ja. Ernsthaft? Und das waren einfach nur Sachen, die dann als quasi Beute mitgenommen wurden. Naja. Flaschen untersuchen. Whoa. There's so much synth here. And so many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the primordial sea. Ja, das sind echt viele. Mixing in progress. Ready to drink? Stock sample? Huh. They've also got all the synth pretty clearly labeled. Whoa, there's even fruit-flavored synth? Sieht so aus, als würden sie hier Synth herstellen. It's super obvious. Naja, ein ziemlich weit verbreiteter Trank, der dem Trinker für kurze Zeit ein sehr angenehmes Erlebnis bereitet, aber sehr starke Nebenwirkungen hat. Hersteller nutzen diese Eigenschaft, um damit enormen Gewinn zu erzielen. Erinnert mich irgendwie an Schaumkraut, was ich basierend auf dem Schaumkraut von Freelancer erstellt habe für ein Rollenspiel, was ich mache. Hat einige echt schöne Wirkungen, aber auch jede Menge sehr böse. What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were dissolved. Beruhig dich, Paimon. Lies sowas besser nicht. Traveler, Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. How could someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone?
the rest. Paimon's too scared to keep going. Ganz ehrlich, normalerweise mag ich Paimons übertriebene Reaktionen ja nicht. Oder mach mich darüber auch direkt lustig. Hier in dem Fall finde ich das sehr angebracht. Ich meine, gut, auf der anderen Seite hat sich schon El Doktor getroffen. Trotzdem ein gefühlloses, kaltes Arschloch zu treffen und von dessen Experimenten zu lesen, sind halt zwei verschiedene Sachen, ne? Übrigens, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass El Dottore hier seine Finger im Spiel hat. Das Ziel des Forschers ist, seiner einzigen Geliebten namens Vignard zu helfen, die sich aufgelöst hatte. So that's why he did all of these experiments. Wait, did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Hier steht noch ein weiterer Name. Rocher. Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. Nein, er ist der Forscher. You mean Vacher is the one who did all of these... experiments? Ja, viele seiner Laborberichte tragen seine Unterschrift. Diese Stimme muss womöglich die von Vignard gewesen sein. So that's it. Vacher was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either. If that's the case, why would he want people to resurface from the water? Da muss noch mehr dahinter stecken. Kann sein, dass die beiden geforscht haben und das ein Unfall war oder so. Ja. Ich meine, das wäre noch nicht mal komplett ungewöhnlich. Ich meine, denkt an, sag schon, Yu-Gi-Oh! Erste Staffel. Also, es war kein Unfall oder so, aber im Grunde wollte Pegasus ja auch nur seine Geliebte wiederholen, wiederbeleben. Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Callus. Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report on him. Das muss wohl etwas mit dem Fall von damals zu tun haben. Yep, it's about finding someone to assassinate Jacques and Callus because of a lack of confidence that Jacques himself would go through with it. This should prove the existence of the third person, right? Steht da noch etwas? Bisher ist es nur ein sehr starkes Indiz, aber noch kein Beweis. We still have not determined the exact content of the key information Callus has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. Ja, die sind ziemlich durchtrieben. Und damit ist auch klar, dass Marcel es nicht alleine war. Es ist immer noch sehr wahrscheinlich, dass er zumindest teilweise davon wusste oder mit einer, oder vielleicht wirklich sogar einer der Mitverantwortlichen war. Aber ja, er ist... They're all just so evil. Ja. Ja, okay. Das ist nicht wert, jetzt gerade vorzulesen. Und was ist das für ein Teich? Look! There's an important-looking basin over here, and it's full of water. Es wird wohl Wasser des Urmeers sein. That means this is where they make all the synth. And that special water is the main ingredient. If you dilute it with normal water, you'll get synth. But the pure stuff can dissolve a human. Paimon will take notes on this incriminating evidence. Ja.
Huh. We've looked at almost everything here, and it seems like our theories were spot on. But Wer ist Vasher? yeah, we haven't found anything that reveals his true identity. No wonder even Neuvillette wasn't able to find anything. Whoever it is probably destroyed everything to do with that name a long time ago. That way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. Unsere Feinde sind wirklich gerissen, aber vielleicht nicht gerissen genug. Sehen wir uns nochmal um. Sure thing. Paimon won't admit defeat to this guy either. Such nach Hinweisen zu Vasher. Also hier wahrscheinlich eher nicht. Nee. Wenn, dann wahrscheinlich am besten im Bücherregal. Hier gibt es Forschungsbuch. Ja, hier gibt es nichts, was einen Hinweis auf Vasher bringt. Okay. Dann die Unterlagen hier. Ein gerade gefundene Laboraufzeichnung geht hervor, dass Vasher aber als Gesetze so viel gibt es. Okay. Nee. Finden wir hier wirklich hier was bei den Lagerkisten? You take that side and Paimon will take this side. Check everything carefully. We'll find something for sure. Huh. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Paimon, ich hab hier etwas. Whoa, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vache's lover's name? Then you found her diary. Let's see. Aw. It's just a normal diary chronicling their love story. She was so sweet, too. Oh, Paimon feels even worse for her now. Schau dir mal diese Seite an. Sie hat sich Gedanken um einen Kindernamen gemacht. Lils? Unlin? Liliana? Was soll es sein? Nee. Keine Ahnung, ich kann diese verschnörkelte Schrift ehrlich gesagt nicht wirklich lesen. Laudatio? Dito? Hm. Keine So Ahnung. many! A whole page's worth! But they're all crossed out. Was she unhappy with all of them? The final name she decided on was Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vacher and Vinier's grown son? Ja, ich habe die Antwort. Lass uns gehen, Paimon. Ich finde nicht, dass das unbedingt eine... Hey! Paimon still hasn't figured it out yet. Okay, ich hätte das nie und nimmer als Marcel gelesen. Ich wäre in Teyvat sowas von verloren. Wir gehen also schleunigst zur Opera Epicles zurück. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vacher? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Navia! We're back! As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to follow the rules of this court? It's all right, Monsieur Neuvillette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. Hoffe ich doch.
Du sagst also, dass du noch nie von Vacher gehört hast. Das war jetzt zu schnell. Welcher Beweis enthüllt die wahre Identität von Vacher? Fallakte zu massenhaftes Verschwinden der Mädchen. Also Sinf nicht. Wasser des Urmeeres auch nicht. Gegenstände der Vermissten? Nein. Vachers Laboraufzeichnung eher nicht. Vigniers Tagebuch? Ermittlungs... Ja. Ich denke mal das hier. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vacher. Huh? We've investigated your lair and we already know everything. After your lover, Vignier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vacher. So that's it. Villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Cardinale were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go! I can't follow! So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignier. A promise. We made a promise. Vignier. Vignier! Please, Vignier. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler,
Please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. The Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. Ja. According to the judgment of the Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale, Mr. Vacher is guilty. Guards! Take Vacher away. Ja. Good. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Huh? Are you okay? Navia. Mal ganz ehrlich, das war einfach nur der wohl längste Abschiedsbrief aller Zeiten. Verdammt nochmal, das hat sogar Alucard aus, Dracula aus Castlevania, der Netflix-Serie, Konkurrenz gemacht. Wenn auch nicht ganz so blutig. Naja. Navia. Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude.
Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. Moment! According to the judgment of the Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. What? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? Der Graf wurde von der Oratrice für... Der Graf wurde von der Oratrice mit der Mecanique... Komm schon. Der Graf wurde von der Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale für schuldig befunden. Und ja, ich finde es schlimm, dass die das einfach mit Oratrice abgekürzt haben. Es heißt Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale. Ich meine, es gibt ein ganzes Meme darüber, wie Neuvillette diese 4 Worte ausspricht. Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale. Und das ist so populär, selbst der englische Sprecher von Neuvillette hat dazu ein Video gemacht. Normalerweise ist es so, dass die Charaktere still dastehen und sobald Neuvillette Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale sagt, fangen sie an zu tanzen. In dem Video von dem Synchronsprecher ist es so, dass er im Hintergrund tanzt und sobald er Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale sagt, macht er das Ganze und sitzt vor seinem Mikro und spricht das halt wieder ein. Also, im Grunde hat er das Ganze wie ein Meme umgedreht, aber wenn es irgendwo so passt, dann ja wohl ihm. Und wie er halt Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale sagt, ist einfach geil. Und falls ihr euch gerade fragt, nein, diese Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale habe ich nicht einmal aufgenommen und editiere ich jetzt einfach rein, sondern ich sag das jedes Mal jetzt einfach so und ich sag Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale deshalb so oft, einfach weil ich's einfach um dem Meme, um das Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale die Aufmerksamkeit und die Memehaftigkeit, sag ich mal, zu geben, die der Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale zugutekommen sollte. Okay, ich höre jetzt damit auf, Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale zu sagen. Also, der Graf wurde von der Oratrice de Mecanique... Ernsthaft? Die ganze Zeit schaffe ich das, ohne mich zu verhaspeln. Aber jetzt lese ich vor und dann verhaspel ich mich. Ist doch nicht wahr. Der Graf wurde von der Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale für schuldig befunden. Was hat das damit nur auf sich? The judgment of the Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict.
Guards, please take the suspect into custody per court protocol. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! Yeah. He's activating his spell legacy! I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Ui. Spricht auf jeden Fall für Tartaglia. Hey, Monsieur Novelette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Wenn es sogar der oberste Richter nicht weiß, haben wir keine andere Wahl, als den Hydroarchon selbst zu fragen. Sieht so aus. Why are you looking at me? I had nothing to do with it. I don't know what happened there either. Hey, stop staring at me! What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bewilderment, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. And, of course, for every performance, there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the Oratrice shall never render an arbitrary judgment! If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension and completely unforgivable. All shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the Oratrice's verdict. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As
the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo! She chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. Ich liebe es, wie Neuvillette ihr komplett über die Füße fährt. Und ich bin immer noch dafür. Sie sollte unbedingt Fischl treffen. Ich meine, die beiden. Wir hatten ja vor einiger Zeit das, wie heißt es noch? Dieses Dichter-Event mit Venti und Hutao. Überlegt euch mal eine Oper zwischen Furina und Fische von Luftschloss. Ich will wieder Hohenheim sagen. Nein, das ist der Typ aus Full Metal Alchemist Brotherhood. Ach, wie war nochmal ihr Nachname? Ach, ich bin gerade echt zu doof. Fische von Luftschloss Nagonia? Ach, egal. Ich weiß es nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die beiden würden so... Ey, bei dem Schauspiel, was die beiden abfeuern würden, ich glaube sogar, Oz würde da verzweifeln. Oh, ich will das so gerne sehen. Ich meine, es ist scheißegal, wie man dies... Das muss nicht mal was sonderlich Spannendes sein. Ich würde mir sogar ansehen, wie die beiden, keine Ahnung, Frühstück zubereiten. Die würden das so dermaßen über den Tisch ziehen. Oh Mann. Ich meine, klar, das ist schwer zu schreiben, auf jeden Fall, aber damn! Du weißt jedenfalls, wie du ihr den Boden unter den Füßen wegziehen kannst. Oh, meine Rede. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff, so he should have known people would someday, right? Wenn man ihn fragt, nein. Oh, Monsieur Neuvillette, that power you showed when you took him down. Who are you really? I'm the Chief Justice of Fontaine, of course. If officers of the law lack the strength and capability to enforce it, then it makes a mockery of justice. Ja. Seien wir mal ehrlich. Das war eine Kraft so etwa auf einem Level, das selbst Venti da sich beeindruckt zeigen könnte. Ich meine, klar. Also, Venti ist der schwächste der Archonten, aber trotzdem. So, und jetzt muss man kurz hier schauen. Ja, 4K Vollbild. Warum ist das auf Fenster zurückgegangen? Also, Full HD voll Fenster. Das ist ja kein Wunder, dass ich so... Ja, seht ihr, es sieht doch...
Ich meine, das ist immer noch nicht so scharf, dass ich da auf meine Brille verzichten möchte, aber... So. Wollen wir mit denen auch noch sprechen? Ach so, können wir gar nicht. Ja, okay. Oh, Mika wurde wieder aus unserem Team rausgehauen. Kommen wir eigentlich da oben auf diese Launch auch irgendwie hin? Will ich gleich unbedingt mal ausprobieren. Was ist hier eigentlich? Ach so, wegen dem Legendenauftrag. Pff. Ach, Marcel. Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey, Traveler! Marcel! What are you doing over here? Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you. Ja, ich meine, fliehen kann er sowieso nicht. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. So ist es. Ich habe sie getroffen. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? Es war beim Lucinenbrunnen. Ich verließ mich auf meine Wahrnehmung des Hydroelements. The fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the Traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Very well. I will grant your request. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to worry about any escape. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you, Your Honor. Seien wir mal ehrlich, Marcel ist... Oh. Marcel ist so schwach, selbst die Reisende würde ausreichen, um ihn, um auf ihn aufzupassen. Das mit... So. Nee, von hier kommt man da nicht hoch. Kommt man da überhaupt hoch? Ja, wahrscheinlich werden die da schon Türen irgendwo eingebaut haben. Aber die Frage ist das nur Deko oder kann man da wirklich... Wisst ihr was, da werde ich jetzt nicht nachsuchen. Vielleicht schaue ich mal, ob man da was im Internet findet. Ja, ich meine, ist der faule Weg, aber, ne?
Und wir gehen mal noch hier raus. Und dann schauen wir mal, ob ich da wirklich... wie wir das denn jetzt machen wir? More speed. Okay, das sind nicht genug. Also. Ach, nee. Uah. Na gut. Dann machen wir doch. Dann mache ich jetzt noch diese Folge. Wir machen nächste Folge. Machen wir das mit Marcel weiter am Brunnen. Also wenn ihr, wenn euch nur das interessiert und hier das Event nicht, ich habe nämlich bisher keine Lust darauf, würde ich mich jetzt schon verabschieden und sage Gruß, Zehners Fan. Ach komm, das skippe ich einfach. Ich habe keinen, wie gesagt, ich habe keinen Bock. Ey, das sieht so sogar aus, als hätte sie einfach gar kein Gesicht. Hania? Keine Ahnung. Ich habe irgendwas von Sumeru da gesehen. Ernsthaft? Ich will dieses Event nicht machen. Ich habe keine Lust drauf. Boah, laber mich nicht voll, Mädel! Mann! Hä? Es ist einfach nur kloppen, oder wie? Ach so, irgendwie mit den Pilzlingen. Och, nö. Ey, wenn ich das ja auch schon sehe. Diese Wall of Text. Und dann... Nein! Vergiss es! Vergiss es! Ah. Klick auf das Porträt der Pilzlinge. Ja. Klicke auf eine beliebige Stelle auf dem Feld oder auf dem Gegner, um den Pilzling dahin zu befehlen. Mit Hilfe der weißen Markierung kannst du Angriffsziel eines jeden Pilzlings erkennen. Durch den Einsatz von Wunderglibber lässt du deine Pilzlinge mächtige Fähigkeiten an. Okay. I don't care. Lass die machen, was die wollen.
Hat das irgendwas gebracht? Oh, keine Ahnung. Yay. Nee. Oh, noch 2 Runden. Ich will nicht. Boah, labert mich nicht voll. Ich will einfach nur die Story weiterspielen. Und keine 8 Tage warten. Muss ich den Scheiß spielen? Nein, nicht mehr. Sehr schön. Weil allein für die, oh, komm. Wisst ihr was? Komm. Ich gebe euch noch eine Chance. Dann habe ich doch hoffentlich den letzten Teil da fertig. Durch Verwirbelung verursachter Schaden wird erhöht. Ja, keine Ahnung, ob das ein gutes Team ist. Ich will... Ich kommentiere hier auch nichts, weil ich absolut keine Ahnung habe, was los ist. Ehrlich gesagt, es mich auch nicht interessiert. Ich meine, zumindest schön, dass ich hier nichts spielen muss. Ich klicke halt einfach mal irgendwann mal hier alles durch und wenn ich Wunderglibber einsetzen kann, setze ich es ein. Yay. Keine Ahnung. Level verlassen. Das ganze Spiel... Das bringt mir auch gar nichts. Also wirklich. Ich fühle mich halt echt... Ach komm schon. Als stehe ich einfach nebenbei und das war's.
Also 140, 210, 280. 350. Nee. Ganz ehrlich. So. Ah. Ich meine, das hier, dass ich jetzt die Daily Quests nicht machen muss, das war nice. Aber der Rest. Thank you for By the way, Daily Quests. Ich kann immer noch nicht die von Fontaine auswählen. Schade, hätte ich jetzt nämlich Bock drauf. Ja gut, ich verabschiede mich jetzt wirklich, beende das Video. Bis dahin.